SPD, Grüne und CDU wollen ohne Rücksicht auf den Steuerzahler, ohne Rücksicht auf Maß und Mitte, ohne Rücksicht auf die hanseatische Zurückhaltung die wohl unverschämteste Leistungserhöhung für Abgeordnete seit 1946 durchsetzen. Hey Leute, habt ihr euch jemals gefragt, wie tief Politiker sinken können, wenn es um ihre eigenen Gehälter und Renten geht? Heute schauen wir uns an, wie die SPD, Grüne und CDU gemeinsam den Selbstbedienungsladen aufmachen. Mit Rentenerhöhung, Gehaltssprüngen und einem rundum sorglos Paket, das euch die Sprache verschlagen wird. Christoph Waltschak von der AfD nimmt sie in seiner Rede gnadenlos auseinander. Ihr wollt wissen, was da wirklich hinter den Kulissen abgeht? Dann bleibt dran. Vergesst nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und eure Meinung in die Kommentare zu schreiben. Wir freuen uns auf eure Gedanken. Auf geht's! Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Erster Punkt. Alle Abgeordneten in diesem Parlament sollen rückwirkend zum 18. März 2020 eine kostenlose Zusatzpension bekommen. Jeder Abgeordnete, der dann 5 Jahre in dieser Legislaturperiode dem Parlament angehört hat, bekommt 10% der Grunddiät buchstäblich geschenkt. Legt man die derzeitige Diät von 4.448 € zugrunde, erhält jeder Abgeordnete zwischen dem 67. und 83. Lebensjahr, also der allgemeinen Lebenserwartung in Deutschland, über 85.000 € zusätzlich. Und das, ohne dass er dafür auch nur einen einzigen Cent in die eigene Altersvorsorge hätte einzahlen müssen. Das muss man dann noch einmal multiplizieren mit jedem einzelnen Abgeordneten, der in dieser oder in einer der folgenden Legislaturperioden eine Legislaturperiode voll macht. Und außerdem muss man berücksichtigen, dass Diäten fast immer jedes Jahr automatisch erhöht werden, damit auch die Altersversorgung. Erst dann erhält man eine ungefähre Ahnung, was auf den Hamburger Steuerzahler hier zukommt. Zweiter Punkt. Aus dem bisherigen Übergangsgeld wird ein Rundum-Sorglos-Paket für die Abgeordneten. Bisher war es so, dass jeder Abgeordnete zwar das Übergangsgeld bzw. die Übergangshilfe bekommen hat, dass aber sein Einkommen ab dem ersten Tag und ab dem ersten Cent voll auf das Übergangsgeld angerechnet wurde. Jetzt wird in den ersten 3 Monaten gar nichts vom Übergangsgeld abgezogen, danach nur noch 30% des Einkommens. Hier sichert man den vielen ausscheidenden Abgeordneten, die wegen ihrer schlechten politischen Leistung nicht wiedergewählt werden, noch ein 6. Jahr mit fast vollen Bezügen. Dritter Punkt. Die monatliche steuerfreie Kostenpauschale für Abgeordnete wird von 540 auf 1.000 € erhöht. Das ist eine Erhöhung um 85%. 85%. Man könnte meinen, die Gewerkschaft der notleidenden Abgeordneten hat Klaus Weselski 5-mal geklont und der hat dann die Diätenkommission in Geiselhaft genommen. Meine Damen und Herren, wer wissen will, warum die Politikverdrossenheit in unserem Land immer weiter wächst, warum das öffentliche Ansehen von Politikern auf einem historischen Tiefpunkt ist, hier ist die Antwort. Der von SPD, Grünen und CDU vorgelegte Gesetzentwurf legt davon Zeugnis ab. Herr Waltschak, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung des Kollegen Görg? Ja. Ja, ich wollte mir einfach mal fragen, wenn Sie das alles für so viel Geld halten, warum dann aus Ihrer Partei 3 Menschen doppelt abgreifen, indem sie hier in der Bürgerschaft sitzen und sich bezahlen lassen und dann noch in den Bezirksversammlungen. Ist das nicht irgendwie ein bisschen widersprüchlich? Ich finde das überhaupt nicht widersprüchlich, denn Hamburg ist eine... Wollen Sie sich vielleicht die Antwort anhören, ehe Sie wieder Schnappatmung bekommen? Denn Hamburg ist eine Einheitsgemeinde. Die Bezirksversammlungen sind keine vollwertigen Parlamente. Und daher ist es selbstverständlich möglich und sinnvoll, dass zum Beispiel ein bezirkspolitischer Sprecher wie Herr Schulz auch Mitglied einer Bezirksversammlung ist. Gerade das macht doch seine Expertise im bezirkspolitischen Bereich aus. Und im Übrigen kenne ich keine fleißigeren Abgeordneten als die unseren, die da sitzen.
SPD, Grüne und CDU wollen ohne Rücksicht auf den Steuerzahler, ohne Rücksicht auf Maß und Mitte, ohne Rücksicht auf die hanseatische Zurückhaltung die wohl unverschämteste Leistungserhöhung für Abgeordnete seit 1946 durchsetzen. Passenderweise natürlich mitten in der Fußball-EM, wo ein Großteil der Bürger gerade nichts von Politik hören will. Passenderweise, nachdem man einer angeblich unabhängigen Diätenkommission eine Empfehlung für diese Erhöhungen regelrecht in den Block diktiert hat. Herr Walczak, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung der Kollegin Blumenthal? Bitte schön. Ich hätte daran anknüpfend doch noch mal eine Nachfrage. Vielleicht könnten Sie ja auch noch mal darlegen, wie Sie es so handhaben bei Ihnen in der AfD mit der Anwesenheit von Abgeordneten, die ja von Bürgerinnen und Bürgern gewählt sind und seit längerer Zeit verschollen, oder der Wähler weiß ja gar nicht mehr, wo die Abgeordneten, die sie gewählt sind, heute eigentlich so sind, und das dann vielleicht mal in den Kontext setzen zu dieser Menge Geld, die Sie ja gerade so kritisieren. Sie behaupten jetzt irgendwas ins Blaue hinein. Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Jetzt wird mir von Herrn Ilkanipur Olga zugerufen. Ich weise darauf hin, dass Frau Petersen unserer Fraktion nicht angehört und dass wir ein Parteiausschlussverfahren gegen sie führen. So, also entschuldigen Sie bitte. Ja, beruhigen Sie sich doch bitte. Also entschuldigen Sie, wenn bei Ihnen irgendein Abgeordneter die Arbeit nicht macht, dann schmeißen Sie den nicht raus. Ja, also insofern ganz kleine Brötchen backen. Ganz kleine Brötchen backen. Die Vorsitzende der Diätenkommission, eine SPD-Frau, konnte mir aber nicht einmal beantworten, wie viele Millionen Euro dieses unverschämte Selbstbedienungspaket eigentlich den Steuerzahler kosten wird. Es gibt keine Berufsgruppen in dieser Stadt, in diesem Land, auf diesem ganzen Planeten, die sich ihre steuerfinanzierten Bezüge selbst erhöhen können. Und erst recht gibt es keinen Arbeitnehmer, der Folgendes kann. Es gibt keinen Arbeitnehmer, der sich einseitig seine Rente um 10 Prozentpunkte selbst erhöhen kann. Es gibt keinen Arbeitnehmer, der sich einseitig nach seiner Entlassung einfach für ein weiteres Jahr sein Gehalt weiter auszahlen lassen kann. Und es gibt auch keinen Arbeitnehmer, der sich einseitig ein steuerfreies Gehalt auf einen Schlag um 85% erhöhen kann. Früher herrschte in Hamburg noch ein anderer Schnack. Die gleichen Grünen, die sich mit diesem Gesetz heute hier die Taschen füllen wollen, haben noch 1991 gegen eine unverschämte Erhöhung der Leistungen für Abgeordnete protestiert. Aus dem Plenarprotokoll vom 28. November 1991 geht hervor, dass die weiblichen Mitglieder der Grünen Fraktion zu dieser Bürgerschaftssitzung im feinen Frack erschienen. Als das Gesetz verabschiedet wurde, warfen grüne Abgeordnete sogar Geldscheine von der Zuschauertribüne. Deswegen auch die Frage nochmal an die Linken. Waren die damaligen Grünen auch Extremisten, weil sie deutlich gegen eine Selbstbedienung von Politikern protestiert haben? Nein, nein. Die Grünen haben sich auch zu einer korrupten Altpartei entwickelt, die nur ihre eigenen animalischen Interessen durchsetzen will. Heute stecken sich die Grünen, statt sie von der Tribüne zu werfen, sie lieber selbst in die eigene Tasche. Wie tief kann eine grüne Partei sinken? Wie tief können Politiker sinken? Herr Walczak, bevor Ihre Redezeit abgelaufen ist, gestatten Sie eine Frage oder Zwischenbemerkung des Kollegen Petersen? Nein. Dann fahren Sie bitte fort. Sie haben noch 12 Sekunden. Wie tief können Politiker sinken? Die Antwort ist so tief wie SPD, Grüne und CDU. Geht raus, liebe Leute, es ist wieder soweit. Wählt das Blau, das uns in die Freiheit geleitet. Demokratie und Grundwerte, das ist unser Plan. Mit der AfD kommt ein neuer Morgen an. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schätzen unser Land. Das ist unser Ziel, mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Volksabstimmungen, das Schweizer Modell. Das ist unser Weg, das finden wir ganz toll. Bundespräsidentenwahl direkt durch dich und mich. Mit der AfD wird Deutschland wirklich neu und frisch. Hey, hey, hey!
Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar. Wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Kinder und Familien, die sind uns viel wert. Die deutsche Sprache, die haben wir geehrt. Der Klimaweg endet, Umwelt wird geschützt. Mit der AfD wird Europa neu gemixt. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar. Wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Familien, die sind uns viel wert. Unabhängige Richter, da läuft's wieder echt. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD wird Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar für